Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch das Papier vorstellen, auf dem ich immer meine Füllfederhalter teste. Und zwar handelt es sich dabei um das Clairefontaine DCP. DCP steht für Digital Color Printing. Ich habe es in der Größe DIN A4 gekauft bei Amazon. Ich erzähle euch das, damit ihr eine günstige Quelle findet, nicht weil ich mit denen ein Sponsoring habe. Ich bekomme da nichts dafür, wenn ihr euch das Papier da anschaut. Ich habe 250 Blatt für ungefähr 8 Euro gekauft. Das Papier ist 160 Gramm schwer. Es ist hochweißes Papier, beidseitig benutzbar und es ist auch, wenn man es in bunt haben möchte, in mehreren Farben erhältlich. So sieht das Papier aus. Das ist die Verpackung. Die ist jetzt hier schon ein wenig aufgerissen, weil ich natürlich auch schon Blätter entnommen habe. Da seht ihr nochmal die Angaben. Das ist also ein Druckerpapier in der Qualität 160 Gramm. Auf der Rückseite könnt ihr nochmal erkennen die entsprechenden Zertifizierungen. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ja, da könnt ihr selber nochmal nachlesen. Mal hier ein Blatt. Das fühlt sich also schon so leicht wie dünne Pappe an. Rein weiß und hochfein, sehr glatt. Ich habe hier mal einen Test. Da seht ihr mal dieses Papier. Da habe ich einen Füllfederhalter getestet, das ein bisschen näher nimmt. So, da seht ihr, dass er bei voller Beleuchtung ganz hinten durch leicht seht, dass da nochmal ein zweiter Test durchgeführt wurde, und zwar auf der Rückseite. Aber hier könnt ihr sehen, das Papier, das kann mit der Tinte wirklich gut umgehen. Ihr seht kaum ein Bluten bzw. ein Durchschein, also alles sehr, sehr gut. Auch hier nochmal, gehen wir mal etwas näher ran. Das Papier kann mit der Füllfederhaltertinte sehr gut umgehen und nur wenn man das ins Gegenlicht hält, sieht man, dass auch die Rückseite hier benutzt wurde. Hier nochmal eine andere Farbe. Ich habe also hier mit verschiedenen Farben gearbeitet. Das war jetzt ein Füllfederhalter mit einer feinen Feder. Aber ihr seht, das ist wirklich auch bei ganz naher Betrachtung wirklich ein hervorragendes Papier, um hier auch auf mit Füller oder Füllfederhalter zu schreiben. Worin liegen die Vorteile? Es ist FSC zertifiziert, das heißt aus der verantwortungsvollen Waldwirtschaft stammt es, so gibt es zumindest der Hersteller an. Wir haben das EU-Eco-Label drauf, die EU-Umweltstandards werden damit eingehalten. Es ist ein ISO-zertifiziertes Papier und zwar ISO 9706. Das ist alterungsbeständig. Der Hersteller verweist darauf, dass es mehr als 100 Jahre die Qualität nicht verlieren soll. Ich glaube, für einen Füllfederhalter-Test ist das nicht relevant, aber einfach nur der Vollständigkeit halber, weil es auch auf der Packung so dargestellt wird. Ja, kein Bluten oder Ausfransen, ihr habt es gesehen, also das ist relativ gering, auch bei ganz naher Betrachtung sieht die Schrift sehr gut aus. Man kann es beidseitig mit Füllfederhalter nutzen. Ich habe es euch gerade gezeigt. Ich habe hier meine Tests damit gemacht und es ist wirklich sehr gut, wenn ihr das auf der Oberfläche eures Arbeitsplatzes, an dem ihr dann den Test durchführen wollt, liegen habt und ihr dreht das Papier um, dann werdet ihr sehen, dass ihr da auch bei der Aufnahme mit eurer Kamera keinerlei Durchschein haben wird. Also diese 160 Gramm sind schon sehr gutes Papier. Hat eine wunderbare glatte Oberfläche, die Feder gleitet nur so darüber und ja, würde ich es mir wieder kaufen, auf jeden Fall. Der Preis ist nahezu unschlagbar. Ich finde, die Qualität ist hervorragend. Ich bin Clairefontaine-Fan. Ich will euch noch einstellen, da könnt ihr dann selber so ein bisschen nachlesen auf der Website von Clairefontaine, was das Papier alles kann. Aber alles in allem muss ich sagen, ein hervorragendes Papier, um Füllfederhalter zu testen. So, das war's an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal bei Ink Up Your Pen.